Willkommen bei The Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf eine Warnung, die auf unseren Lebensmitteln steht. Und dabei meine ich nicht etwa, dass bei 90% der Inhaltsstoffe in industriell verarbeiteten Lebensmitteln alleine Zucker an der ersten Stelle steht. Aber das natürlich so klein geschrieben, dass man das mit dem bloßen Auge fälschlicherweise auch als zugegeben gut oder zuckerzaubert lesen könnte. Wobei das wirklich so klein geschrieben ist, dass vermutlich sogar genau das in Wirklichkeit draufsteht. Nur bevor wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann kann es sein, dass deine Kaffeetasse auch hier stehen kann. Und eigentlich sollte passend zum Thema heute hier eine Kaffeetasse von Nestle stehen. Aber Nestle Deutschland bestand darauf, den Gag, der dann kommen würde, vorab gegenzulesen und gegebenenfalls zu korrigieren. Und das geht ja nun gar nicht. Natürlich hätte ich wieder einmal gesagt, dass in einer Tafel Nestle-Schokolade weniger Rattenkot drin ist als in einer von Ritter Sport. Aber das wäre ja gelogen. Denn in einer Tafel Nestle-Schokolade steckt nun einmal mehr Rattenkot drin als bei Milka, Lindt und Ritter Sport in allen ihren Tafeln auf der Welt zusammen. Und falls du also auch einmal deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst, dann schreibe es mir einfach in die Kommentare oder schicke mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es hierum. Diese 4 Kennzeichen waren im Rennen um einen Platz auf Lebensmittelverpackungen. Die Entscheidung? Der Nutri-Score soll ab nächstem Jahr Orientierung im Regal für Verbraucher bringen. Die zuständige Ministerin ist von ihm überzeugt. Erstens, er ist auf den ersten Blick erfassbar. Zweitens, er ist leicht zu verstehen. Drittens, er nutzt die eingängige, bereits gelernte Farbwelt einer Ampel. Das kennen wir zum Beispiel auch bei Elektrogeräten. Puh, da haben wir aber noch einmal echt Glück gehabt, dass der Nutri-Score die Farbwelt, wie wir sie schon als Kinder lernten, auch benutzt. Man könnte fast meinen, der Erfinder des Nutri-Scores, der Franzose Serge Hertzberg von der Universität Paris-Nord, hätte das mit den Farben mit voller Absicht gemacht und nicht wie in echt, nur durch einen dummen Zufall. Gut, ich hätte jetzt nicht auf Elektrogeräte verwiesen, sondern vielleicht auf diese anderen komischen Dinger, die immer an der Straße stehen und auch rot, gelb und grün anzeigen. Also nicht Nutten vom Mars, sondern Verkehrsampeln. Denn das lernen wir in der Schule und nicht, welche Energieeffizienzklasse denn der Toaster gerade hat. Man kann sich nur richtig gut vorstellen, wie sich Julia Glöckner bestimmt gefreut hat, als sie das selber herausgefunden hatte mit den Farben und Anja Karliczek dazu nur meinte, boah krass, du solltest Bundesministerin werden. Und ja, wir brauchen eine Ampel, um beim Einkauf zu merken, dass die Tiefkühl-Lasagne Bolognese von der Rewe-Marke, ja, das könnte hier Fleisch sein, für 99 Cent nicht gesund ist, sondern aus zu viel Zucker, Salz, Fett, Hufen und Klauen besteht. Okay, dafür bräuchten wir keinen Nutri-Score, der hätte ein genauerer Blick auf die Verpackung schon gereicht. Seltsam, dass Rewe das sogar abdruckt. Aber theoretisch gibt es seit Anfang November nur den Nutri-Score auch bei uns. Theoretisch denn, er ist natürlich nicht verpflichtend, aber dazu später mehr. Aber lassen wir uns doch einmal vom Erfinder Serge Hertzberg genauer erklären, was der Nutri-Score macht. Verzeihung, was heißt das? Das ist der Nutri-Score, eine Nahrungsmittelampel. Sie informiert auf einfache Art über die Nährwertqualität. Wenn die Ampel grün ist, ist das Produkt von besserer Qualität. Wenn sie rot ist, dann ist die Qualität weniger gut. Wenn ein Nahrungsmittel viel Salz, Zucker und Fette enthält, tendiert es zu einem roten E. Wenn es Ballaststoffe, Früchte und Gemüse enthält, gibt es eine grüne Ampel, A oder B. Und vor der Einführung des Nutri-Scores in Frankreich hat eine gemeinsame Studie der Universitäten Paris, Grenoble und Bobigny aufgezeigt, dass der Nutri-Score die Kalorienaufnahme im Schnitt bei jedem Franzosen um 9% verringern könnte. Alleine dies hätte zur Folge, dass es wiederum fast 8000 Todesfälle durch ernährungsbedingte Krankheiten weniger pro Jahr geben würde. Und selbst die Todesfälle durch Krebs würden um 3,4% gesenkt werden, weil dann vermutlich auf den Nutri-Score ein eigener Buchstabe, in dem Fall natürlich ein rauchendes K, stehen würde, wenn der Asbestanteil zum Beispiel
in der Tiefkühl-Lasagne Bolognese der Rewe-Marke, ja, der Dreck hier ist krebsfördernd, für 99 Cent höher als der normale Wert ist. Erschreckend nur, dass ein Nutri-Score dazu führt, dass weniger krebsfördernde Dinge im Essen sind. Wünschenswert wäre ja, dass da erst gar keine drin sind. Sind sie aber. Wir kennen diese auch als Zusatzstoffe. Und gerade diese Zusatzstoffe sind eigentlich das einzige wirkliche Problem beim Nutri-Score. Der Nutri-Score bewertet Lebensmittel anhand von Fett, Salz und Zucker, berücksichtigt aber keine Zusatzstoffe. Dieses Produkt enthält Nitrit, ein umstrittener Zusatzstoff, und hat doch eine grüne Ampel, ein B. Wissenschaftlich ist es klar, wenn man zu viel Fett und Zucker isst, dann hat dies Auswirkungen auf die Gesundheit. Dagegen ist die Schädlichkeit von Zusatzstoffen noch nicht mit Sicherheit erwiesen. Natürlich sollte die Industrie beides verbessern, die Nährwertqualität und die Zusatzstoffe. Wobei das leider etwas ungenau war. Der Nitrit des Sodium ist nicht etwa nur Nitrit, sondern ist Nitrit, das Salz beigesetzt wurde und dementsprechend Natriumnitrit heißt, beziehungsweise E250, wie sein Rappername ist. Dabei wird Nitrit vor allem in der Wurst- und Fleischproduktion dem Salz beim Pökeln beigemischt, um besonders gefährliche Bakterien wie das Clostridium botulinum abzutöten, das gerne auf Fleisch wächst. Nur ist dabei das Nitrit im Natriumnitrit nicht ungefährlich. Also ist es wieder Zeit für eine Runde Lately Hobbythek. Nitrit entsteht aus Nitrat. Nitrat ist zum Beispiel ganz natürlich im Erdboden vorhanden und auch in unserem Trinkwasser. Aber sowohl im Boden, in Pflanzen, im Wasser und auch in uns können Bakterien aus Nitrat Nitrit machen. Und das ist für uns ab einer gewissen Dosis mehr als gefährlich. Die beiden Bundesministerien für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit sowie für Ernährung und Landwirtschaft haben im Nitratbericht von 2016 an 700 Messpunkten den dortigen Nitratgehalt kontrolliert. Mit dem Ergebnis, dass knapp 15% davon zu viel Nitrat im Wasser hatten. Und das kann im Körper eben zu Nitrit werden. Generell wird sogar empfohlen, nicht zu viel gepökeltes Fleisch zu essen, weil das Natriumnitrit darin schon reichen kann, dann irgendwann krebserregend zu sein. Und wer nun seine gepökelte Wurst auf den Grill wirft, läuft zur Gefahr, dass dann aus dem Natriumnitrit Nitrosamine werden. Die heizen zwar Fast and Furious immer die Karren an, sind aber schon in kleinsten Mengen krebserregend. Wie allerdings auch die Filme der Fast and Furious Reihe. Deshalb Augen auf beim Fleischkauf und dem, was man sich im Kino antut. Nur abschließend die Frage, warum hat es der Nutri-Score trotzdem erst heute nach Deutschland geschafft, wenn er eigentlich doch so gut ist? Das hat vor allem mit unserer Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Glöckner zu tun. Auch die Mehrheit der Bundesländer, darunter Hessen, hat gerade für die Ampel gestimmt. Doch Julia Glöckner, Ministerin für Verbraucherschutz, stellt sich quer und wirbt stattdessen mit einem Nestlé-Manager auf ihrem Twitter-Account für Nestlés Zuckerreduktionsstrategie. Anstatt die vorhandene Ampel einzuführen, kreierte die Ministerin diese eigenen Entwürfe. Verbraucherschützer sprechen von Verzögerungstaktik. Auch durch Druck einiger Lebensmittelproduzenten, die keine klare Kennzeichnung wollen. Und erst eine eigene Studie und eine eigene Umfrage später, immer noch in 2019, kam raus, dass der Nutri-Score doch gar nicht so scheiße war. Und keine weiteren 15 Monate später haben wir etwas, das wir bereits 2018 hätten haben können. Denn gerade die Universität Paris-Nord, an der der Nutri-Score entwickelt wurde, ist bekannt dafür, dass dort die klügsten Köpfe Frankreichs arbeiten. Ganz im Gegensatz zum Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Also fassen wir einmal zusammen. Dass wir es nicht geschafft haben, zeitnah nach Frankreich den Nutri-Score auch bei uns einzuführen, ist ein weiteres Armutszeugnis unserer Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Glöckner. Wenn sich jemand in der CDU jemals gedacht hat, ja, die Julia könnte mal irgendwann Kanzlerin werden, die hat das Zeug dazu, dann hat selbst der eingefleischte CDUler eingesehen, dass eher Armin Laschets Katze Bundeskanzler wird, als jemals Julia Glöckner. Und Julia Glöckner hat es nicht umsonst 2011 und 2016 bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz geschafft, sogar gegen die SPD beides Mal zu verlieren. Und wir reden hier immer noch von der verfickten SPD, die sich noch nicht einmal mehr selber wählt. Aber heute eine Tiefkühl-Lasagne Bolognese der Rewe-Marke, ja, ein Wunder,
dass das hier noch als Lebensmittel durchgeht, für 99 Cent kauft und trotzdem glaubt, etwas Gesundes zu essen, dem hilft ein Nutri-Score auch nicht mehr. Wir müssen vielmehr bewusster einkaufen. Das heißt, nicht nur auf den Nutri-Score zu achten, sondern auch auf das, was dem Essen noch so beigemischt ist. Auch wenn das heißt, dass wir, wenn wir nicht ganz sicher sind, ob das jetzt gesund ist oder nicht, dann notfalls auch mal bei Dr. Google nachfragen mit Verzeihung, was heißt das? Und ehrlich gesagt, wusste ich bis zu dieser Show nicht, wie gefährlich Nitrit wirklich ist. Aber noch eine kleine Sache. Bevor wir den Nutri-Score jetzt auf freiwilliger Basis eingeführt haben, haben schon einige Unternehmen selber diesen eingeführt. Oder besser gesagt, versucht einzuführen. Denn Iglo, bekannt dafür unter anderem vielleicht der Produzent dieser Tiefkühl-Lasagne Bolognese, der Rewe-Marke, ja, der Scheiß stammt vielleicht von Iglo im Original für 99 Cent, wollte für sich den Nutri-Score einführen und wurde deswegen vom Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. verklagt, das zu unterlassen. Der wiederum auf Google eine geniale Bewertung von 1 Stern aus 2 Beurteilungen hat. Einmal bestimmt von Iglo selber und das andere Mal von seiner Mutter, die damit ihre Enttäuschung ausdrückte. Jedenfalls wurde Iglo damit schneller abgemahnt und Captain Iglos Schaluppe schneller versenkt, als Julia Glöckner ein verwackeltes PR-Video für Nestle filmen kann. In Frankreich ist der Nutri-Score auch nicht verpflichtend. Weil aber die französischen Konsumenten immer häufiger nur noch zu Produkten mit Nutri-Score gegriffen haben, übten sie damit Druck aus auf die anderen Lebensmittelhersteller. Denn auch die wollen ihre Tiefkühl-Lasagne Bolognese, wie von der Rewe-Marke, ja, dient auch als Brennstab im AKW, für 99 Cent verkaufen. Mit dem Erfolg, dass immer mehr ehemalige D- oder E-Produkte dank neuer Rezepturen mit weniger Zucker, Salz und Fetten zu B-Produkten wurden. Was wiederum den französischen Konsumenten umso mehr freute, weniger vergiftet zu werden durchs Essen. Allerdings bei der Tiefkühl-Lasagne Bolognese der Rewe-Marke, ja, wir sind hier Sponsor, für 99 Cent ist dieser Zug schon lange abgefahren. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen!